Kurz vor Beginn ihres Studiums in Kassel merkt Filiz Mettingeder, sie ist einem Mietbetrüger aufgesessen. Die Kaution ist weg, die versprochene Wohnung gibt es nicht. Sie bewirbt sich um einen Platz im Studierendenwohnheim. Ich bin dann sozusagen zu den Studentenwerken gegangen und habe gesagt, okay, ich stehe ohne Wohnung da. Ich brauche ein Zimmer, Wohnung, irgendwas, damit ich hier bleiben kann, weil sonst muss ich zurück nach München für das Semester. Und die haben es dann möglich gemacht. Weil sie als Härtefall gilt, kommt sie bereits nach 2 Wochen an ein Zimmer im Wohnheim. Rund 11.000 Menschen geht es anders. Sie stehen in Hessen auf der Warteliste für ein Zimmer. Oh. In Darmstadt leitet Robert Senftleben ein Studierendenwohnheim. Hier haben wir eines der Zimmer. Das Zimmer hat in etwa 12,5 Quadratmeter und ist standard ausgestattet mit diesen Möbeln. Dazu gehören Regal, Schreibtisch, Stuhl, Schrank und Bett inklusive Bettkästen und Matratze. Rund 400 € kostet dieses WG-Zimmer im Monat. Momentan ist es nur frei, weil eine Studentin 2 Wochen früher ausgezogen ist. Im Prinzip ist die Warteliste immer länger, als wir Zimmer zur Verfügung haben. Dementsprechend Leerstand ist praktisch nicht existent. Das heißt, alle 2.700 Plätze im Wohnheim Karlshof sind derzeit belegt. Rund 3.000 Bewerberinnen und Bewerber stehen auf der Warteliste. Wolfgang Rettich vom Studierendenwerk sagt, wer sich heute bewirbt, kann frühestens in 2 Jahren einziehen. Gleichzeitig bekomme ich auch wöchentlich E-Mails von Studierenden, internationalen Studierenden überwiegend, die in Hotels unterkommen und ihr ganzes Budget eigentlich für die Hotelkosten hernehmen und eigentlich keine Reserven mehr haben, um leben zu können. Der Bau von neuen Studentenwohnheimen ist in Darmstadt erst einmal nicht geplant. Wir brauchen auch Fläche dafür, günstige Fläche dafür, campusnahe Fläche, weil das studentische Leben sich um den Campus her abspielt. Dort ist die Bibliothek, dort sind die Labore und es ist ganz, ganz schwierig, dort günstigen Wohnraum oder Bauraum zu finden, dass wir dort auch Wohnraum entwickeln können. Auch in Frankfurt konkurrieren Studenten um den ohnehin knappen Wohnraum und der ist auf dem freien Wohnungsmarkt teuer. Die kompensieren das dann natürlich durch Arbeiten. Und Arbeiten, muss man ganz klar sagen, das führt dazu, dass das Studium umso länger dauert. Im besten Fall kann es abgeschlossen werden. Im schlimmsten Fall müssen solche Studien auch abgebrochen werden. Und das ist das, was wir auf keinen Fall unterstützen wollen. Bei steigenden Studentenzahlen wird auch das Problem immer größer. Eine Entspannung ist erst einmal nicht in Sicht.